In diesem Video stellen wir Ihnen eine der Self-Service-Funktionalitäten von DZ Cadenza vor. Mit wenigen Klicks können Sie eigene Geodaten aus einer KML-Datei in Cadenza importieren und die Daten in einer Karte darstellen. Im Navigator wird bereits eine Arbeitsmappe dafür bereitgestellt. Öffnen Sie den Ordner Tutorial und klicken Sie auf die darin enthaltene Arbeitsmappe Self-Service. Die Arbeitsmappe öffnet sich. Darin ist bereits eine Kartensicht angelegt. In der Werkzeugleiste der Kartensicht befinden sich Werkzeuge zur Navigation in der Karte. Außerdem kann man hier neue Kartenlayer erstellen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Layer hinzufügen. Im Importmenü stehen unterschiedliche Optionen zur Auswahl. Hier können vorbereitete Layer aus einem Layerkatalog oder Internetdienste wie Webmap Services hinzugefügt werden. Neue Layer erstellt werden, wie Zeichenlayer oder Planquadrate, sowie dateibasierte Daten wie Shapefiles, Geopackages oder KML-Dateien hinzugefügt werden. Klicken Sie auf Daten importieren. Das Dialogfenster führt Sie durch den Importprozess. Im ersten Schritt wählen Sie die Datei aus, die importiert werden soll. Wir verwenden hier eine KML-Datei mit Informationen zu Krankenhäusern, die wir aus dem Transparenzportal der Hansestadt Hamburg bezogen haben. Klicken Sie auf Weiter, um zum nächsten Schritt zu gelangen. Als nächstes zeigt Cadenza an, welche Geometrie in den Daten gefunden wurde. Im unteren Bereich des Dialogs wird eine Vorschau auf die eingelesenen Daten angezeigt. Die Daten werden in Cadenza in einem sogenannten Objekttyp hinterlegt. Hier können Sie den Namen des Objekttyps anpassen. Falls in den Daten ein Raum- und Zeitbezug enthalten ist, kann beim Einlesen der Daten ein Bewegungsprofil erstellt werden. Der Raumbezug ist innerhalb der KML-Datei definiert. Daher muss in diesem Schritt keine Anpassung gemacht werden. In anderen Fällen kann es notwendig sein, den Raumbezug selbst anzugeben, zum Beispiel beim Einlesen von Koordinaten aus einer Excel-Tabelle. Im nächsten Schritt überprüft Cadenza die eingelesenen Geometrien. Alle Geometrien in dieser Datei sind gültig. Optional kann hier noch ein Zeitbezug eingerichtet werden, falls ein Datumsattribut vorliegt. Im letzten Schritt erhalten Sie Zugriff auf die Attribute, bevor diese in Cadenza eingelesen werden. Hier können Name, Datentyp, die Attributart oder die Aggregationsfunktion von Kennzahlen angepasst werden. Wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden, klicken Sie auf Importieren. Nach Abschluss des Imports erhalten Sie die Option, Ihre Importeinstellungen für eine spätere Verwendung zu speichern oder direkt im Anschluss weitere Inhalte zu importieren. Klicken Sie hier auf Fertigstellen. Cadenza importiert die Daten. Der neue Objekttyp ist im Datenmanager geöffnet und die darin enthaltenen Attribute werden angezeigt. Außerdem wurden die Standorte der Krankenhäuser als Layer in die Karte eingefügt. Nutzen Sie das Kartenwerkzeug auf Bereich Zoomen, um den Kartenausschnitt gezielt anzupassen. Mit den Attributen im Datenmanager kann die Datenaufbereitung weiter ausgearbeitet werden. Zum Beispiel kann das Attribut Teilnahme-Notversorgung verwendet werden, um eine Übersichtskarte zu erstellen, in der für jede Klinik angegeben ist, ob sie eine Akutbehandlung von PatientInnen anbietet oder nicht. Ziehen Sie dieses Attribut einfach per Drag and Drop in die Kartensicht. Cadenza färbt die Krankenhausstandorte entsprechend ein. Öffnen Sie die Legende, um die Farbkodierung anzeigen zu lassen. Parallel zur Kartendarstellung können viele weitere Datenvisualisierungen aufbereitet werden. Zum Beispiel eine Tabelle, in der detaillierte Informationen zu den einzelnen Krankenhäusern ausgegeben werden. Ein Diagramm, das die Anzahl der Planbetten und teilstationären Betten pro Krankenhaus miteinander vergleicht, oder ein Indikator, der die Gesamtanzahl der Betten sowie einen, der die Anzahl der teilstationären Betten anzeigt. Aus dem ursprünglich eingefügten KML-Datensatz wurde ein Dashboard erstellt, in dem die vorliegenden Daten vielseitig aufbereitet sind. Dies sind nur einige Beispiele, wie Daten in Cadenza importiert und aufbereitet werden können. Eine detaillierte Anleitung zum Erstellen einer Arbeitsmappe erhalten Sie in unserem zweiteiligen Tutorial Arbeitsmappe anlegen. Die Funktionalität des Dashboards kann erweitert werden, indem Sie Filter zur Verfügung stellen, um die Datenmenge gezielt einzuschränken.
Für einen umfangreichen Überblick über den Analysekontext und die darin bereitgestellten Optionen sehen Sie sich folgendes Video an: Filtern in Cadenza, gezielt Daten einschränken.